Morgen, Dungeon Frog hier und nach unserem großenartigen Gespräch mit den Betrunkenen, was uns extremst weitergeholfen hat und eigentlich alle Fragen der Realität geklärt hat, nur leider nicht unbedingt irgendwas zu unserem Fall, machen wir uns auf die Suche nach weiteren Hinweisen und werden gestoppt von der Undurchdringlichkeit der Karte. Nicht unbedingt leicht zu erkennen, wo wir hier lang gehen können. Ich würde gerne da hochlaufen, aber es scheint so, als könnten wir eventuell müssten wir hier so eine Runde laufen. Das Wasser kommt von Westen, die Quelle liegt flussaufwärts, vielleicht ein kaputtes Rohr. Ich glaube, hier finden wir noch mal ein paar Flaschen. Nee, Geld. So ähnlich. Da war irgendwas? Ich hab's gehört. Nicht gesehen. Rennen wir noch mal 2 Runden im Kreis. Ein Rad? Ist das unser Rad? Das Schiff ziert den Hinterreifen eines Motorwagens. Das ist ein Wink-Wink von Noland, ein Modell, dem kein Erfolg beschieden war. Hier ist ein Schlitz im Asphalt, liegt darunter eine Kanalisation. The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Kim, haben Sie irgendeine Ahnung, was dort unten ist? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. Das ist kein schlechtes Versteck. We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. In conclusion, she could be under any building. Aber nicht dort drin? I hope not. Vielleicht können wir doch mal selber da reingucken. Maybe it's just a storm drain for the sewer. Wir brüllen da jetzt nicht hoch rein. Obwohl, vielleicht lebt da jemand, ne? Vielleicht haben wir da gerade eine Chance vertan. Schnelles Reisen freigeschaltet. Kirche. Oh, interessant. Aber die Kirche soll ja nicht mehr intakt sein, ne? Haben wir gehört. Ein defektes Telefon, der Hörer ist zertrümmert, dass sich jemand mit zu viel Schwung draufgehauen. Jemand muss sich ordentlich veraussagt haben, um die Kunststoffkuppel zu zerstören. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Wir nehmen den Hörer ab. Wie wollen wir denn anrufen? Wir haben, glaube ich, eine Nummer gehabt. The tone. The machine is inoperable. Ja, okay. Wir können eine zufällige Nummer wählen. Warum wählen wir die nicht? Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? End of tone. Someone picks up. Die weibliche Stimme am anderen Ende hört sich an, als wäre sie 100 Jahre alt. Oh Gott, nein, wir werden sie nicht um all ihr Geld betrügen. Ich bin nicht Pierre. Ja, Pierre ist tot. Nein, nichts. Wer ist Pierre? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. Oh je, ich glaube, da ist schon alles zu spät. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. Die Frau stöhnt und die Telefonleitung schließt sich ihrem Geheule an. Ich bin kein Verkäufer, ich habe nur eine zufällige Nummer gewählt und sie haben abgenommen. Ja, ich bin ein Verkäufer. Was genau haben wir ihrem Land denn angetan? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber wer sind Sie? Nein, ich bin ein Polizist. Ich mag die dritte Option. I was a baroness. Pause. There is silence on the other end. You won't get me, and you won't get my money. Phone hanging up. Disconnect tone. Ist das jetzt die gleiche Nummer? 005 2403. Das ist eine andere Nummer. Oh Gott, das ist wie Glücksspiel. Calling. Still calling. Someone with a masculine voice picks up. Wir machen das 3-mal. Hello, Gerard speaking. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. Das ist echt doof. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. Warum sollen wir das denn machen? Ist Elektrizität da? Bitte, ich muss mit Elektrizität sprechen.
Gerard, was für ein Trottelname. Ändere ihn, andere deinen Namen. Tut mir leid, falsch verbunden. Hey Gerard, hol mal deine Frau für mich. Nee, wir machen das mit Elektrizität. Das andere finde ich irgendwie noch komischer. No, but I got a feeling I'll kick your ass is gonna make an appearance if you ever call this number again. Have a good one, asshole. Phone hanging up. Disconnect tone. Das ist wieder eine andere Nummer. Okay, eine versuchen wir noch. Calling. 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 Still calling. Still calling. Stop calling me, man. Die Stimme am anderen Ende klingt ein wenig übergeschnappt. I'll get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Wer spricht da? Ja, aber es gibt eine kleine Planung. Ich will, dass du es zum Wöhling in Rex in Martinez bringst. Wir könnten alle ein bisschen netter zueinander sein, meinst du nicht? Betrachte deine Schulden als beglichen, mein Freund. Du scheinst in irgendwelchen Schwierigkeiten zu stecken. Vielleicht kann ich dir helfen, ich bin Polizist. Dann wird er auflegen. Eigentlich ist das hier keine schlechte Idee in so einer Situation, aber irgendwie ist das nicht so nach unserem Charakter. Wir nehmen die dritte Option. Das wird er uns, glaube ich, nicht glauben, aber vielleicht. Vielleicht stirbt er danach auch, aber wir versuchen unser Bestes. My debt? I don't fucking owe you. It's... Who is... never mind. I don't have time for this. Disconnect tone. Ein kurzes Räuspern signalisiert, dass der Leuten bereit ist, jetzt aufzubrechen. Ja, sie haben auch gesagt, wir machen es 3 Mal. Genug Spaß gehabt. War gespannt, aber eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass hier jemand wohnt. Surrend und brummend fließt die Elektrizität mit hörbarer Kraft durch die Drähte. Das ist aber eine interessante Kirche. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Wir nehmen es genauer unter die Lupe. It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Gut, dass wir unsere Jacke schon gefunden haben. Hatte ich gesagt, das ist unsere. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Please tell me you're not taking that with you. Ich glaube, das ist die Jacke, die ich für den Abwärtsspiralkerl finden sollte. I'm sure he'll be thrilled to have it returned. Also nehmen wir die mit. Verdreckte Jacke. Oh, wir können mit der Jacke interagieren. Interessant. Schauen wir uns die mal an. Nehmen wir übrigens unsere neuen Items. Das präparierte Kragenhuhn, der leblose Körper eines Kragenhuhns. Ausgestopft mit einem unbekannten Material. Aus der Entfernung könnte es mit einem echten Huhn verwechselt werden. Der Vogel an sich sieht aus, als wäre es ihm gerade an den Kragen gegangen und leicht mürrisch. Diese Flüssigkeit hat einen überirdisch blauen Farbton. Du brennst sicher darauf, sie zu kosten. Das ist 98,7%iger Alkohol. Halte ihn von offenen Feuern fern. Der Brief ist jetzt fertig. Können wir heute Abend abschicken und wir interagieren mal mit ihr. Dieser schmutzige Lumpen ist nun schon seit einer ganzen Weile den Launen der Elemente ausgesetzt. Ist voll mit Möwenscheiß und aufgrund von weiß Gott welchen natürlichen Vorgängen abartig steif geworden. Man kann nicht einmal erkennen, welche Marke es ist. As you hold it in your hands, it makes an uncomfortable crunching sound. Wie konnte diese Jacke bloß so ekelhaft direkt It's a werden? sordid, filthy tale, not for the weak. Are you sure you can stomach it? Wir denken darüber nach. It occurs to you that you're not even holding the jacket itself, but rather the thick crust of jetsam and seagull shit that ensconces it. Wir sind stark! It smells like a dead sea creature, tangled in grey strands of seaweed. It must have spent quite some time in the water before the tide deposited it ashore. Aber woraus besteht die Kruste eigentlich? Somehow, it was carried or dragged to the boardwalk. If not by human hands, then perhaps the feral dogs that prowl the beaches at night. Stimmt, haben wir in dem Spiel bisher irgendein Tier gesehen? Ich glaube nicht, oder? Ich würde gerne ein Tier sehen. The faint impressions of many footprints are also present, though it's impossible to tell what kind or how many. Suffice to say
The jacket spent some time on the ground before someone draped it over the railing. Aber was ist passiert, nachdem sie über das Geländer gehängt worden The war? crust is hard. This jacket spent at least a day baking in the sun. Who knows what happened to it then? Oh, schade, ich dachte, wir können noch weitermachen. Ich tue einfach so, als hätte ich über all das gar nicht nachgedacht. It's too late. You've already thought about it, and now your hands are covered in muck. Igitt, du schüttelst deine Hände aus und wenn ich mir die Hände einfach an die Hose abwische, ja, warum nicht? Warum sollten wir das nicht tun? What? No. Then it'll just be on your pants. This is a disaster. You'll never get the smell out. Nein! Ich fürchte, wir stinken. Ich sehe so viel Loot und muss es einfach nutzen. Oh, Geld und eine Pfandflasche. Jackpot. Ein behelfsfähiges Dach. Vagabunden haben versucht, die Promenade bewohnbar zu machen. Die Plane schützt weder vor Regen noch vor Schnee noch vor Wind. Oh, eine neue Postkarte. Courant 33. Eine Münzwaage. Sie wurde seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt. Oh, eine coole Brille. Korrekturgläser für Ultrabeams. Vagabunden haben die Plane vor kurzem rot gestrichen. Ein Wasser tropft von ihr herab. Rot, die Farbe der Gewerkschaft. Interessant. Noch mehr Flaschen. Unsere Tasche füllt sich wieder gut auf. Sieht so ein bisschen grün aus, ne? Ich habe im Moment gedacht, das wäre ein Item. Kriegen wir unser Geld wieder zurück. Haben wir noch einen Benzinkanister? Ein großer Weinbehälter. Er ist offen und leer. Ja, das habe ich nicht ganz darin gesehen. Und da liegt jemand. Okay, geht aber The viel ab. smell. It's awful and familiar. Und was ist es? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Only death smells like that. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. The signs of decaying meat. It announces itself from 24 meters away. A warning. A memento mori. Kim, was ist das für ein Geruch? The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. Eyes up, detective. Something's not right here. Oh. Speicher mal. Ich sehe nur den Vampirmann. Vorsicht, diese Planken sehen vergammelt und wenig tragfähig aus. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Ein Kebab. Das müssen You see wir traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads, Shish Kebab Revachol. Boah, den würde ich gerne sehen. It's no older than a day or two. No mold yet. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Okay, gucken wir, ob wir noch ein paar Pfandflaschen mitnehmen können. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. Warum ist denn unsere Wahrnehmung und Beherrschung und so, obwohl doch Beherrschung macht Sinn, dass es so ein bisschen pingelig ist, ne? A tragedy. Der Leutnant sieht in die Dose hinein, der Geruch treibt ihm die Tränen in die Augen. Oh Gott. Du untersuchst das Päckchen Zigaretten. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Puh, klingt nicht ganz so lecker. Lassen wir den Vampir-Dude erstmal in Ruhe und gucken in die Ferne. Das Münzrohr ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Alle meine Warnsignale A sind man angegangen. lies on the Oh, der ist auch boardwalk, tot. his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum Oh wrapper. oh. Wir haben ein Kaugummi-Papier gefunden, was uns an die Vergangenheit erinnert. Ich bin gespannt, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there.
Hold on. Der Leutnant kauert sich neben dem Toten und begutachtet sein Gesicht. Ein paar hervortretende Augen starren ihn an. Jegliches Leben ist aus ihm gewichen. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Und interessant, die Dönerpackung ist auch 2 Tage alt. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Wir schauen uns erstmal die Umgebung können wir uns gleich noch angucken. In dem Fall sollten wir vielleicht bei den Details anfangen. Und das ist vielleicht die Kleidung. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Ja, das haben wir schon uns gedacht. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Vielleicht kriegen wir damit Rabatt in der Bücherei. Good. We should take a look at that library card after this is done. Ja, stimmt. Damit könnten wir auch seine Identität bestimmen. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. Boah, das ist aber echt ein doofer Tod. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. Or maybe it was just dark. Wir untersuchen sein Gesicht. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age, approximately 50 to 60 years. Naja, wir haben nicht unbedingt die beste Animation für ihn gewählt. He was just about to head home. The first step back home proved to be his last. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Warnung, ne? So, weil wir eigentlich auch nach Hause gehen wollen, aber das war, also, der lange Weg nach Hause ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die wir machen können. Das so eine Metapher dafür ist. That's what the chewing gum seems to point to as well. Schauen wir uns noch die Umgebung an. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Oh Gott, wir werden das bestimmt uns haben wollen, ne? Be very, very careful where you step here. Du trittst auf die Planke, untersuchst die Flasche, du untersuchst das Kaugummi. Wir untersuchen den Kopf, das ist, glaube ich, am A wichtigsten. dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. This is what killed him. Okay, das ist gut. This Also is zu where wissen. he came out of himself, drop by drop, when he was unconscious. It took 3, maybe 4 minutes. I don't see any other major wounds, do you? Schwer zu sagen, nein, nur die an seinem Hinterkopf. Beide sagen, daran ist er gestorben. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Wir untersuchen das Kaugummi-Papier. Ich muss das einfach. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Oh, ist das gefährlich. Ich will eigentlich... Nee, Careful. das ist mir The wind blows hard from the gefährlich. east. Wir können vielleicht noch die Flasche A mitnehmen. .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Tear all around us. Er sieht zu 2 weiteren Flaschen beim Münzfernrohr hinüber, dann zu einer gelben I'd Plastiktüte. prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. True. It feels disrespectful. Wir treten nicht auf die Planken. Irgendwie klingt das nach einer doofen Idee. Wir machen einen Schritt The zurück. entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Wer ist dieser Mann? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Das stimmt. But that's just a lazy assumption. What do you think? At least this man knew how to party. Imagine the same scene without the bottle. Ja, Now that would be just sad. This is an omen, a sign from above. Don't start drinking again.
Fang nicht wieder an zu trinken. Oh, krass. Er sieht mir ähnlich. Genauso hätte ich auch enden können. Tot auf irgendeiner verlassenen Promenade mit einer Flasche neben meiner Leiche. Wir sind die Zeugen des Niedergangs eines großen Partylöwen. Diese Lederjacke, eine leere Wodkaflasche. Du küsste deine Fingerkuppen. Wenn Sie mich fragen, ist das wieder nur ein alter Säufer. Ich halte es für etwas verfrüht, ihn als Alkoholiker abzustempeln. Wir wissen noch nichts über ihn. Ich glaube, ich mache die erste Option. Well, at least you're not married. Der Leutnant zeigt auf dem Ring an der linken Hand des Mannes. Das ihn umgebende Fleisch ist angeschwollen und grau. Or what if you are? Shit. But let's try to not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man found dead on the Martinez boardwalk. Wir wissen eigentlich schon, was hier passiert ist, aber wir fangen es trotzdem nochmal. Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. Aber If it was wouldn't ist, have been for that bench, he'd be alive. was ist mit dem Kebab? Er hat es wahrscheinlich einfach gegessen, nicht wahr? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Sometimes a kebab is just a kebab. Verdammt. Jemand sollte die kaputte Promenade haftbar gemacht werden, die ist gefährlich. Denken Sie, er war betrunken? Ja, er war auf jeden Fall betrunken. Oh yes. Wir wissen, dass es scheinbar nicht die Alkoholvergiftung Leberversagen Some ist. symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role Ja, here. das stimmt schon. Severe Aber, confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. aber die Kopfwunde haben jetzt, glaube ich, 2 Checks als positiv als Ursache But herausgefunden. I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Ruby zu tun hat, aber vielleicht denkt er anders. No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Agreed. If this somehow converges later, why not? But keep it simple for now. Wir sollten aber, ich würde nicht unbedingt ihn, wir sollten auf jeden Fall herausfinden, wem die Promenade gehört. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Das stimmt. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Was machen wir mit ihm? Wir können ihn da wahrscheinlich nicht rausziehen. From where I stand, I can see 2 options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Wir haben ihn gefunden, wir sollten es zu Ende bringen. Überlassen wir diesen Fall dem Revier, ich will keine Zeit damit verbringen. Ich brauche mehr Zeit, um zu entscheiden, wie ich diesen Fall lösen will. Nee, wir nehmen den Fall an, warum nicht? Ich glaube, das ist nicht so kompliziert. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Okay. Interesting. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter Work. Vermutlich Schmugglerware, riecht nach einem süffigen Gärung. Okay. Hier kommen wir nicht weiter runter. Ich dachte, wir würden da noch weiter runter laufen können, um zu dem anderen Gebiet zu kommen. Oder klappt das von hier aus? Versuch's nochmal. Ja, von hier aus klappt's. Hier können wir nochmal. Und da ist auch die Kirche. Ah. Diese langen, staubigen Fenster sind vergittert. Guck mal kurz in den Büchereiausweis. Schauen wir nochmal die neuen Items an. Ich glaube, die haben wir schon gesehen, ne? Wessen idiotische Idee war es eigentlich, quadratische, beige Plastikrahmen? Beige ist eine Farbe, die einfach niemandem steht. Ganz zu schweigen davon, dass einem fast schon überall übel wird, wenn man die Welt durch diese Brille sieht. Entdecke den Bino in dir, Übelkeit verursachende Höhlenbrille. Oder Höllenbrille. Ich mag beige an kurzen Hosen bei Männern. Ich weiß nicht, ob ich den sonst noch irgendwo mag. Wo mögt ihr beige? Ach, das ist die Karte. Ich dachte, das wäre jetzt der Büchereiausweis. Auf der Rückseite dieser Postkarte steht Hölle geschrieben. Die Wahrheit ist jedoch eine andere. Es herrscht wirtschaftlicher Aufschwung und Courant, der schönste Bezirk in Rivachol West, genießt einen sommerverwöhnten Tag. Große sehenswerte Gebäude erheben sich am Flussufer, Stahl, Eisen und gelber Kalkstein. Wolkenschatten auf den Fassaden. Ah doch, wir haben nur noch nicht ganz benutzt.
Ein Büchereiausweis aus der Tasche des toten Mannes auf der Promenade von Panichnez. Er fühlt sich noch leicht feucht an. Der Deckel ist mit einem Stempel der Stadtbücherei von Jamrock verwiesen. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Gucken wir jetzt mal die Rückseite an, bevor wir reingucken. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 Oh, die haben nicht lange offen. 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Gucken wir nochmal schnell rein. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Sind das irgendwelche Anspielungen auf irgendwas, was ich nicht kenne? Falls ja, schreibt es mir. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Und ich wundere mich, wir sollen von seinem Kinema, also von seinem Auto aus anrufen, aber eigentlich direkt neben uns ist ja so ein Telefon. Und also ich würde eigentlich da aus anrufen. Ich meine, die 10 Cent sind es mir eigentlich wert. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Mhm. Okay. Oh, der sieht aber nicht so aus, als würde ich ihn da vermuten. Gucken wir uns erstmal das Porträt ohne ihn an. Recherche et You Development. see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now only a shadow of peeled letters remains. It says, Tomorrow is just a whisper away. Okay. Ich hoffe, dass das nicht uns einschlafen lässt. Looks like tomorrow never came. Reden wir mal mit... Obwohl, gucken wir uns erstmal die Gegenstände an. Ein weiterer Verteilerkasten, der versorgt nichts mehr mit Strom, er ist leer. Guck mal, hier ist so eine Leiter. Können wir aber nicht hochklettern. Der Zaun versperrt den Weg, hier geht es nicht weiter. And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. Ein blonder Mann steht neben seinem Sohn und deutet auf die verwitterten Ruinen. Er sieht dich näher kommen und lächelt. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Tran Heilostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just telling my son about this building. Not a lot of people realize the historic significance here. Very rich in hypertext. Ja, durch diese Graffitis hat es nochmal ein bisschen was mitbekommen. Hier steht auch nochmal was ich aber nicht ganz übersetzen kann. Nice to meet you. Was war vorhin mit dem Fenster? Oh yes, so Mikhail. They had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 49 years ago. So they didn't have windows on the south wall. Fragen wir nochmal nach dem Hypertext? Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. Sie und Kim kennen sich? No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Er legt seine Hand auf die Schulter des Jungen. Das Kind bleibt hinter dem Mantelsaum seines Vaters versteckt und klammert sich an sein Malbuch, das von Lindwürmern handelt. Oh. Mikhail's a little tired today. We spent all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grad. Quite tricky, but he wanted to play this Grad-made adventure program. We've been getting really into Worms lately. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed in 08. We could be standing on what is the most interesting landmark in Revachol West. Er zeigt erneut auf das Gebäude. Wow, get a load of this guy.
He really enjoys his trivia. The Orbis programming language was named after its inventor, Victor Orbis, a cybernetician from Grad. They run Vox in the Occidental countries. Sie sehen wohlhabend aus. Haben Sie Geld? Was ist an einem alten leeren Gebäude so faszinierend? Ich suche nach einer Verdächtigen. Haben Sie hier etwas Auffälliges gesehen? Ja, der könnte was gemerkt haben. Er ist ziemlich aufmerksam. No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. So you haven't seen anyone around? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. He's telling the truth. He hasn't seen anyone. Reden wir noch ein bisschen über das Gebäude. Aha, but it's not just any empty old building. Er hebt seine Hand zu den Augen. Die Frühlingssonne wärmt sein gut aussehendes Gesicht. Zu viert wendet ihr euch dem Wandbild vor euch zu. What not a lot of people know is this used to be the R&D department of Felt Electrical. And Felt, which now sells ink cartridges mostly, was once a top dog in the turn-of-the-century cybernetics boom. Mhm. Wir schauen uns das auch nochmal genauer an. It looks old and weathered, with seagulls picking apart its stone and metal carcass. Bushy undergrowth has taken hold of the collapsed rooftop. Some kind of bird has set up a nest on a broken windowsill. Ich glaube nicht, dass ich schon von Feld Electrical schon mal gehört habe. Okay. Da wird er uns noch was zu erzählen können. That's not surprising. Only a vestigial ink cartridge and ferrotape manufacturer remains. They started out as a midway electronics outfit in Königstein 2 centuries ago. After an aggressive move to Revachol, Feld became a global player in the emerging personal electronics market of the pre-revolutionary era. Still, Tricentennial was beating them in business machines. But Feld had an ace up their sleeve. Or should I say, they were developing an ace up their sleeve? I'm mixing my metaphors here. Okay. Was für ein Ass? It was here in Martinez, possibly in this very building, that they developed prototypes for a tape computer. Ein Tape-Computer? An elegant folding mechanism of rollers and ferrotape ribbons, portable enough to be a take-it-home solution. Revolutionizing business machines, possibly even bring them to the average consumer. Ach so. Ein Klappbildschirmrechner. Which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and ZAM, haven't achieved yet. Er grinst und bewundert dabei den Satz, den er soeben hervorgebracht hat. Was ist passiert? Indeed. What? The revolution! Der Junge wischt sich die Nase an seinem Ärmel ab. Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. The revolutionary government liquefied their assets and expropriated those very advanced prototypes. Possibly from this very building, or one of the adjacent ruins. Er macht eine Pause und zeigt mit dem Gebäude auf das andere Gebäude, dann fährt er fort. Aber es müsste dann irgendwo noch den Prototypen geben, oder? All of this was built by Feld, even the boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. Sie sagen, dass Feld Electrical diese Promenade gebaut haben. Da wissen wir auch schon, wer das vielleicht nicht so gut gebaut hat. Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. Oh, das sieht man, glaube ich, immer auf den Bildern. A pleasure wheel? Der Leutnant sieht sehnsüchtig gen Horizont, als würden sich vor seinen inneren Augen Gondeln in den Himmel erstrecken. Oh, ich würde ihm so gerne seine Gondelfahrt ermöglichen. Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. It was supposed to become a global center for innovation in cybernetics. But history had other plans. Ja, ich meine, weiche Standortfaktoren, gerade für höhere Gehaltsklassen, sehr, sehr wichtig. Ja, was ist mit den Ingenieuren passiert, den Mitarbeitern? Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little Mikhail here. Now, if you were to ask about tape computers... He means that the boys got shot by the communists. The boys were bourgeois. Du wendest dich Michael zu. Er meint damit, dass ihnen allen in den Kopf geschossen wurde, weil sie Teil der Bourgeoisie waren.
Weißt du denn, was Bourgeoisie bedeutet? Sagen wir das? Als guter Kommunist müssten wir das eigentlich sagen, ne? Officer, I told you this chapter of history wasn't on Mikhail's curriculum yet. Let's keep this kid friendly. The boy looks first at you, then back at his father, confused. Ja, was haben sie mit den Datenbankcomputern gemacht? They used them for military communications, but also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Décret de Mars. What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world governments by the newly created Commune of Revachol on the 7th of March in the year 02. A short-lived legislative foundation for a short-lived utopia. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to Revachol on her political concept album, Bombessier dans le Lind. You should read it. Every local library in Revachol stocks a copy of the decree. Ich frage mich, ob es das jetzt gibt in unserer Bücherei. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too interested in worms to be paying any attention. The kid takes a peek at the green and silver worm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. Schade, dass wir nicht mit dem Kind reden können und ihm unser D&D-Buch zeigen können. Wie haben die Datenbankcomputer funktioniert, so wie Funkcomputer? Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. But word has it, they were very elegant, exquisite, alien-looking turn-of-the-century hardware. Erinnert sich an etwas und streckt einen Finger danach. Buckle up. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Humpty Dumpty Dum Center in Vredefort, Oranje. It raised the same questions, and we had lengthy discussions with Paul Ockerman, who was head curator at the time. This was before the twins Keith and Guy Hughes joined the team, trying to... What the hell is a Wumpty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy Juiced? Ja, wer ist das Humpty Dumpty Center und wer ist Paul Ockerman und Keith und Guy? Wer ist das alles? The Humpty Dumpty Dum Center for Contemporary Art. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... Das ist doch frei erfunden. Du wendest dich dem Leutnant King, denkt er sich das alles aus? Jetzt mal ehrlich, es gibt doch kein Kunstzentrum namens Humpty Dumpty Center. Wir haben nur die zwei Optionen, gefällt mir beides nicht. Ich nehme die zweite Option. Actually, I think there is. No, it's too much. He's joking. No. In fact, I'm not. The Humpty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibition space / contemporary art research center. Wir haben einen neuen Gedanken gewonnen, interessant. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then analyze the handwriting, perform operations, and project output onto a white screen. It was a beautiful, delicate thing. Made of black film and folding tape structures. Du nix, toll. Die BMR sollte sich ein paar davon sagen. Ja, sollte sie. Even one would be very useful. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionaries setting fire to the precious device. But so they did. The failed playback experiment vanished into the fires of 07. Okay. Yes, the official name of the prototype. Some sources report it as the Feld Playback Experience, but those are incorrect. Und warum haben die Revolutionäre es zerstört? Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way, they're all gone now. All 3 versions of the prototype. Nothing but debris and ashes remain inside that building. Ich habe noch eine andere But Frage. of course, what else? Sure. Hier haben wir alle What's on Optionen your mind? gemacht. Ich will ihm eigentlich auch But nicht of nach Geld course, fragen. what else? Gut, danke für all diese interessanten Informationen. No, thanks to you for having me and little Mikhail here to pick your brain.
A very interesting conversation indeed. Pick your brain. If anything, this was rather one-sided. He did the talking. Whatever. Schade, dass wir nicht mit dem Jungen alleine reden können. Ich hätte gerne ihm echt das D&D-Buch gezeigt. Und schauen wir uns nochmal. Oh, da sind wir schon gut vorwärts gekommen. Ich will noch das Rumti-Blomti Center angucken. Außenseiter. Vorübergehender Forschungsbonus. Es ist Mittwochabend und etwas abscheulich Aufregendes passiert gerade. Eine Menschenmenge hat sich unter dem wogenden Dach eines seltsam geformten, protzigen Gebäudes versammelt. Die Leute trinken Wein und tauschen Meinungen aus. Die Stars der Show sind die beiden Wunderzwillinge Guy und Keith Joost, 29, mit ihren Fliegerjacken und weißen Sneakers. Die leitenden Kuratoren dieser Kunstausstellung. Das ist das die domigste Event des Jahres. Und jeder, der etwas auf sich hält, hat zugesagt. Wo bist du, wenn du nicht dort bist? Finden wir das cool? Was meint ihr? Sollten wir das nehmen? Sollten wir das nicht nehmen? Ich bin mir noch nicht so sicher. Eigentlich ist es immer ziemlich interessant, diese Sachen hier nachzuverfolgen, aber im Endeffekt sind sie eigentlich meistens eher schlecht. Wir haben nicht unendlich viele Optionen. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Was meint ihr? Sollten wir das machen? Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge und würde mich freuen, euch bei der nächsten Folge zu sehen. Bis dann, euer Dungeon Frog.